Im Prinzip sind es zwei Sammlungsteile, die sich um die Pflanzen drehen. Das eine ist der Botanische Garten, eine große Sammlung lebendiger Pflanzen. Das sind ungefähr 8000 Pflanzenarten. Das ist ungefähr die Artenzahl, wie wir sie in ganz Mitteleuropa in der freien Natur finden würden. Die zweite große Sammlung ist das Herbarium, getrocknete Pflanzen mit 350.000 Belegen. Mein Name ist Markus Koch. Ich bin Direktor des Botanischen Gartens und Direktor des Herbariums und parallel habe ich meine eigene Forschungsgruppe am Center for Organismal Studies und widme mich der biologischen Vielfalt und der Verwandtschaftsforschung der Pflanzen. Ich bin Evolutionsbiologe und ich bin auf Sammlungen angewiesen, die ja in der Vergangenheit gesammelt worden sind oder die das Ergebnis von Evolution sind. Ich selbst muss sammeln, ich muss dokumentieren und ich muss hinterlegen. Und insofern ist es nicht nur ein hohes Interesse, auch eine Notwendigkeit, solche Sammlungen langfristig nicht nur zu erhalten, sondern eben auch weiterzuentwickeln. Zentral für die Lebenssammlung im Botanischen Garten ist das, was einer meiner Vorvorgänger, der Professor Rau, zwischen 1960 und 1990 gemacht hat. Der war viel in Südamerika, in Afrika unterwegs und hat viele Pflanzen gesammelt. Wir haben mit den Beständen des Botanischen Gartens nicht nur die Lebendpflanzen, sondern eben auch weitreichende Metadaten. Und Professor Rau hat fast 25 Jahre sehr intensiv gesammelt und ist einer der wenigen gewesen, der im Gelände auch alles aufgeschrieben hat. Und er hat nicht nur die Sammlung dokumentiert in seinen Sammelbüchern, er hat auch Reisetagebücher geführt. Die haben wir komplett digitalisiert, querverlinkt mit den ganzen lebenden Objekten. Und damit hat jede Pflanze nicht nur einen Namen, sondern jede Pflanze hat im Prinzip eine Geschichte, sodass das Archiv, in dem wir diese ganzen Unterlagen aufbewahren, im Grunde genommen der riesige, komplexe Schlüssel ist, um die Lebenssammlung zu verstehen. Das macht Heidelberg sicherlich zu einer der ganz, ganz wenigen botanischen Gärten weltweit, die das so vorweisen können. Tillandsia landbeckii ist eine Bromelie, ein Ananasgewächs. Das ist eine besondere Art, die wächst rein im Sand. Tillandsia als Gattung hat ungefähr 550 Arten, aber nur wenige kommen in Gegenden vor, die hyperarid sind, die so extrem trocken sind, dass kaum etwas anderes wächst. Und für uns ist diese Pflanze eines der wichtigsten Modellobjekte, um in der Atacama-Wüste die Evolution, die Anpassung von hyperariden Pflanzen zu studieren, auch im Hinblick auf Klimawandel, Umweltveränderungen, um die Stabilität der Ökosysteme wirklich zu erfahren. Zahora aitata, ein sehr ungewöhnlicher Name, eine Pflanze, die wir vor einigen Jahren neu entdeckt haben in Nordwestafrika. Und in dem Augenblick ist das ein sogenannter Typus. Der Name ist eine Anlehnung an die Berbervölker, die dort diese Pflanze schon sehr lange kennen. Und das soll versinnbildlichen, was wir als Sammlung auch machen, biologische Vielfalt, neue Arten zu entdecken, zu hinterlegen und mit Objekten dann auch dauerhaft anderen mit allen Metadaten zur Verfügung zu stellen. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Sammlung so konzentriert, dass wir im Prinzip nur noch Objekte im lebenden Bereich haben, wo alle Metadaten, alle Informationen vorhanden sind. Sammlungen wie ein botanischer Garten mit den Lebendpflanzen und so ein Herbarium wird vermutlich über Jahrhunderte genutzt werden in der Forschung für verschiedensten Fragestellungen. Das ist Verwandtschaftsforschung, Evolutionsforschung, sekundäre Inhaltsstoffe. Man kann sich vorstellen, dass man in 100 Jahren nach den Viren sucht in den Genomen, die wir heute noch gar nicht wirklich kennen. Was wir für die Öffentlichkeit mit dem Botanischen Garten vor allen Dingen zeigen können, ist zunächst mal, wie überwältigend biologische, botanische Pflanzenvielfalt ist und die biologische Vielfalt mit allen ihren Besonderheiten, Formen, Farben spielt eine wichtige Rolle für die Stabilität der Ökosysteme. Insofern können wir das zeigen, weil das ist letztendlich auch nur ein Spiegel des Artenverlustes und der Biotopverluste in Mitteleuropa, der auch hier ungebremst läuft.